Ho, ho, ho! Du willst noch alles aus deinem Weihnachtsgeschäft rausholen, die letzten paar Wochen, dann zeige ich dir jetzt, wie du hier nicht nur eine Umsatzverlagerung bis 3 Tage vor Weihnachten kriegst, sondern jetzt schon richtig Liquidität für dich organisierst. Willkommen auf meinem Kanal, hier ist Dana Anschla, dein Trainer für Beauty, und hier zeige ich dir meine Maßnahmen, die ich während der Adventszeit einleite, um nicht nur eine Umsatzverlagerung bis 3 Tage vor Weihnachten, wo du deine Zeit quasi 5-mal so teuer verkaufen könntest, hast, sondern dass du wirklich jetzt den ganzen Dezember über richtig gute Umsätze fährst. Das Fest der Liebe, das Fest der Emotionen, und genauso solltest du in deiner Energie, in deinem Laden sein. Genau jetzt nach der Pandemie ist es ja wichtig und wie ein warmer Segen für unsere Branche, das Weihnachtsgeschäft jetzt mal so richtig auskosten zu können und voll mitzunehmen, ohne jegliche Einschränkungen. Und genau das darfst du jetzt zur Steilvorlage nehmen, dass du deine Kunden genau auf diesem Emotionslevel einfach gut abholst. Schau, dass dein Energielevel im Studio schon so funktioniert, dass du nicht nur stupide deine Termine ableistest, die Behandlungen machst und natürlich alle Dinge anwendest, die du jetzt schon von mir kennst, an der Kasse zum Beispiel deine Folgetermine zu vereinbaren, sondern schau, dass du die Kunden wirklich mit einer ordentlichen und emotionalen Bedarfsanalyse hier richtig versorgst. Und das meine ich wirklich im wohlgesinnten Zusammenhang, die Kunden umsorgst. Also die Kunden kommen zu dir, sind vielleicht auch schon ein bisschen abgestresst, und dann kannst du einfach deine Bedarfsermittlung starten mit den ganz gewöhnlichsten Fragen, die je nachdem für dich vielleicht ziemlich banal klingen, aber für dich eine echte Steilvorlage für die Bedarfsermittlung ist. Das kann zum Beispiel sein: liebe Kundin XY, Frau Schmidt, was haben Sie denn noch für Geschenke zu besorgen? Und was fehlt Ihnen denn noch? Also mach wirklich diese Bedarfsanalyse. Wenn du ganz schlau bist, kannst du da auch noch schauen, dass du fragst, was haben Sie denn letztes Jahr verschenkt? Denn das ist absolut eine Steilvorlage dafür, dass du bemerkst, dass viele sich an das Geschenk von letztem Jahr, was sie entweder verschenkt haben oder sogar selber bekommen, überhaupt nicht mehr erinnern können. Und das bringt dir quasi die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, und damit komme ich mit meinem Portfolio an Geschenkmöglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten um die Ecke. Und der relevante Unterschied, den du hier einbringen kannst, dass du diejenige bist, die die Behandlung im Gegensatz zum letzten Jahr unvergesslich machst, sodass das der Kundin auf jeden Fall nicht nochmal passiert, dass sie diese wertvoll zusammengesuchten Geschenke im Nirvana ihrer Gedanken und ihres Stresslevels im Alltag einfach verschüttet bekommt. Ja? So, und da steckt jetzt noch sehr viel mehr drin. Sie zählt also A, B und C auf. Die ganze Verwandtschaft wurde beschenkt, und möglicherweise sagt sie auch, dass sie dieses Jahr einfach weniger machen, aber die wesentlichen Dinge. Und das bringt dir zur Möglichkeit zu sagen, und wen haben sie an dieser Stelle vergessen? Also das zieht auf jeden Fall dann immer sehr gut, wenn du siehst, dass in diesem ganzen Geschenkekarussell einfach weniger Leute übrig bleiben für dich, in denen du einen Geschenkvorschlag machen kannst. Ja? Wenn sie sagt, oh, ich brauche noch was für die Schwiegermutter, dann hättest du dort eine Möglichkeit. Ich brauche noch was für den Schwiegervater, dort die Möglichkeit für diejenige, was vorzuschlagen, deine Lösungen im Regal quasi ins Spiel zu bringen. Und wenn du das eben nicht hast, dann hast du aber noch ein mega Ass im Ärmel, in dem du quasi sagst, die wichtige Person in der ganzen Sache haben Sie quasi vergessen, liebe Frau Schmidt. Und dann wird sie etwas stutzen, du vielleicht jetzt auch, aber genau das darfst du aushalten. Und dann gehst du in die Emotionen und sagst, die wichtigste Person in diesem Thema
haben sie ganz vergessen. In diesem Weihnachtsfest sind sie bis jetzt wahrscheinlich noch viel zu kurz gekommen. Und das heißt also, dass du absolut gut diejenige Kundin, die bei dir gerade ist, mit dem Thema Selbstliebe triggern kannst. Das ist im Übrigen auch eine Steilvorlage dafür, dass du später möglicherweise noch ein gutes Upsell hinbekommst, nämlich in einfach Behandlungsmöglichkeiten, die sie sich sonst nicht gönnt. Es müssen ja nicht immer die Ampullenkuren sein oder die Produkte, die kannst du auch aus einer Behandlung heraus verkaufen und dein Upselling kreieren. Wenn du jetzt hinbekommst, die Kundin eben in eine Behandlung zu bekommen, möglicherweise hast du auch ein tolles Angebot in diesen Tagen, in diesen emotionsgeladenen Tagen, damit die Kunden runterkommen können, dann ist es für dich absolut noch viel besser, dort eine Punktlandung bei deinen Kunden zu machen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wertvolle Sache und Herangehensweise, die du auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollst. Und wo wir schon bei den kompletten Emotionen sind, ist es für dich super wichtig, dass du den Kunden nicht nur, wenn es um Produkte geht oder aber auch um Behandlungen, den Kunden da einfach nur einen Flyer hinzulegen oder die Produktbroschüre oder das eingepackte Produkt. Schau immer, dass du am Start ein Testmuster, ein Präsentationsmuster hast, so dass du den Kunden das auch wirklich auftragen kannst. Ja? Geht es um eine Handpflege zum Beispiel, dann sag nicht, hier können Sie probieren und dann hast du deinen Präsentationsartikel hierher kredenzt, sondern lass dir die Hand reichen, ich trage Ihnen das jetzt mal auf und dann hast du da gleich schon wieder mit den Emotionen dein Verkaufsgespräch auf einer ganz anderen Ebene geführt. Und das ist dann nicht einfach nur Verkaufen, Verkaufen, um Verkaufssieg zu sein, sondern der Kunde hat dann einfach über die Wahrnehmung das Gefühl, die Möglichkeit, das Produkt doch mal richtig zu spüren. Und das wiederum ist fast schon sozusagen ein Selbstläufer, ein Selbstverkäufer. Ja? Du darfst dann nur deine Pflicht nicht vergessen, wirklich die Entscheidungsfrage zu stellen. Wie oft sehe ich das, dass hier mal was ausprobiert wird, gezeigt wird, ganz ambitioniert erklärt wird und dann gehen die Stylisten einfach weg und es wird nicht gefragt, gefällt es Ihnen? Ja oder nein? Oder darf ich es Ihnen einmal einpacken? Möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Lass da so gar keine Luft rankommen, dass die ins große Überlegen gehen, sondern einfach mit so einer alternativen, geschickten Fragetechnik deine Kunden einfach unterstützen, eine Entscheidung zu treffen in deinem Salon, für dein Produkt, für ihr Wohlbefinden. So, du hast jetzt das Thema Emotionen ja von mir schon grundsätzlich ausgekostet bekommen. Aber die Emotionen, die Gestresstheit, die möglicherweise auch vorherrscht, die kannst du sehr gut, je weiter es zu Weihnachten geht, einfach auch noch mal mit in ein ganz anderes Businesskonzept nehmen. Du hast hier die absolute Möglichkeit, einen Filter einzubauen für die Kunden, die möglicherweise ein bisschen anders ticken als der Kunde, der nur zur Nagelbehandlung zu dir kommt. Lass uns mal sagen, du hast vielleicht immer schon mal gedacht, du möchtest mehr aus deiner Zeit rausholen und ein Behandlungskonzept, irgendwas spicy dazu haben, was dich von den Marktbekleidern einfach völlig abgrenzt. Dazu habe ich dir hier auf jeden Fall noch mal ein Video gemacht. Das mache ich hier in die Infokarte rein. Das geht dort um hochpreisige Behandlungsarten und Packages. Wie du das genau machst, erkläre ich in diesem Video. Wenn du das auf jeden Fall schon installiert hast oder installieren möchtest, ist genau die Weihnachtszeit einfach die genialste Zeit dafür, herauszufinden, welche Kunden dafür offen sind. Denn über die Emotionen ist das ein ganz guter Filter, jetzt herauszufinden, wer mehr für sich tun möchte. Wenn du also vorab schon mal gesagt hast, dass die Kundin sich selbst vergessen hat, ist das der absolute Hook für dich, dort anzuknüpfen und zu sagen, dass du möglicherweise eine ganz andere Behandlungsart, ein Behandlungskonzept anbietest. Ja? Und das darfst du in diesem Video nochmal kennenlernen, wie man das macht. Aber hier hast du, je näher es zu Weihnachten geht, eine absolute Möglichkeit, das zu filtern.
über die Emotionen, leg einfach ein bisschen Räucherwerk aus. Ja, zwischen den Jahren wollen die Leute einfach eine Veränderung haben und stehen total auf diese Rauhnächte. Je weiter es zum Weihnachten geht, zu diesem Zeitpunkt zwischen den Jahren, Jahresanfang, ist dein Kunde bereit, auch mehr an sich zu denken. Wenn du das genau in der Form von Gutscheinen tust, bist du richtig gut ausgestattet. Kommen wir nämlich zu dem weiteren Mega-Tipp, den ich dir hier an die Hand geben möchte, meine Gutscheinstrategie. Ich habe dir die schon mal in einem anderen Video ganz genau erklärt. Das lege ich dir auch hier rein. Schau dir das in Ruhe an. Du solltest damit umgehend starten. Denn wenn du da immer nachdenkst, ob du an Weihnachten oder über diese Feiertage hier und dort irgendwelche Prozente geben solltest, dann ist die Gutscheinstrategie absolut geeignet für dich, denn du hast hier eine absolute Möglichkeit, über die Gutscheine Preisvergünstigung anzubieten. Und der absolute Hack ist, dass diese Gutscheine, wenn es Mehrzweckgutscheine sind, so wie das in dieser Anleitung von mir beschrieben ist, auch erst die Steuerlast dann für dich geschäftlicherweise ausweisen, wenn die Kundin tatsächlich da war. Das heißt, du diversifizierst die Einnahmen über die Steuerlast mittels des Gutscheines einfach mega. Und das ist natürlich richtig gut, weil du hast zum einen direkt Liquidität, nicht nur eine Umsatzverlagerung, sondern du kannst gleich mit dem Geld arbeiten, ohne direkt alles ans Finanzamt abzutreten, sondern du verlagerst das einfach für die Zeit, in der die Kundin einfach demnächst zu dir kommt. Denn dann müssen die Gutscheine auch immer erst partiell versteuert werden, wenn die Behandlung tatsächlich ausgeführt worden ist. Ich hoffe, das hat dir hier ein bisschen Aufwind gegeben, jetzt wirklich deine ganzen Präsentationskünste rauszuholen, mit Emotionen und einer sehr freundlichen, nahbaren Energie bei deinen Kunden wirklich einen Unterschied zu machen und dich auf dieses Weihnachtsfest einzustellen. Denn wir wollen ja nicht, dass du so endest wie manche Kunden, die sich am Ende des Tages hier auf jeden Fall selbst vergessen und dass dein Business wirklich so viel abwirft, dass du Anfang Januar in eine Klausur gehen kannst und für dich ein bisschen Ruhe erzeugst, solltest du einfach einige dieser Strategien, wenn nicht sogar alle, richtig gut verinnerlichen und berücksichtigen. Wenn du auch eine Kollegin hast, die nicht so richtig weiß, wie sie noch alles aus ihrem Weihnachtsgeschäft rausholt, dann schick ihr dieses Video hier. Sie wird dir richtig dankbar sein, weil sie dann endlich mal aus dieser Tretmühle rauskommt und weiß, was sie mit ihrem Business eigentlich noch so richtig veranstalten kann und findet einfach nochmal neue Sphären, um Geld richtig zu verdienen, mit Beauty richtig zu verdienen. Also, ich freue mich, wenn du das Video teilst, wenn du es likest und mir einen Kommentar hier hinterlässt, ob du vielleicht schon zum Beispiel die Gutscheinstrategie fleißig umsetzt. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, ein tolles Weihnachtsgeschäft und mit so einem tollen Weihnachtsbaum auch ein schönes Weihnachtsfest für dich und deine Familie. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Deine Angela, dein Trainer for Beauty. Das Weihnachtsgeschäft mal richtig voll mitzunehmen. Das war die Katze. Aha.